Der Moment, in dem der Krieg Verträgen wich. Es gibt diesen einen historischen Wendepunkt, an dem der Krieg nicht mehr den Lippen der Könige entsprang, sondern vollständig an Verträge gebunden wurde. Genau ab diesem Moment lief alles aus dem Ruder. Jahrhundertelang wurden Imperien durch die Macht von Männern aufgebaut und zerstört, die Schwerter schwangen. Aber ab einem gewissen Punkt reichte das Schwert einfach nicht mehr aus. Wenn du Kanonen gießen willst, brauchst du Eisen. Wenn du Schießpulver herstellen willst, brauchst du Salpeter. Du willst Schiffe bauen? Holz, Seile, Kredite, Versicherungen. Das Ganze nahm gigantische Ausmaße an. Armeen verwandelten sich praktisch in Lieferketten. Als der Krieg von diesen Faktoren abhängig wurde, saßen nicht mehr die Ritter im Zentrum des Tisches, sondern die Händler. Erstens, das Ende des Schwertes, der Beginn des Kredits. Der Waffenhandel begann nicht mit riesigen Fabriken. Im Grunde ging es von Anfang an rein um die Finanzierung. Im Spätmittelalter führten die europäischen Könige ununterbrochen Krieg. Das waren keine Kriege, um die Welt von der Landkarte zu tilgen, sondern Thronstreitigkeiten, Grenzkonflikte, religiöse Angelegenheiten. Aber diese Dinge waren unglaublich teuer, und die Könige hatten selten Bargeld in ihren Kassen. Was taten sie also? Sie verschuldeten sich. Italienische Bankiersfamilien, insbesondere die Lombarden, vergaben astronomische Kredite an Könige, die Söldner anheuern und Ausrüstung kaufen wollten. Krieg war keine Frage des Mut-Courage mehr, er wurde zu einer reinen Frage der Liquidität, also des Cashflows. Im 16. Jahrhundert erreichte diese Partnerschaft zwischen Finanzen und Militär Dimensionen, die sich nicht mehr verbergen ließen. Die reichste Bankiersdynastie jener Zeit, die Fugger aus Augsburg, finanzierte die mächtigen Habsburger Kaiser aus der eigenen Tasche. Im Jahr 1519 schleuste Jakob Fugger so viel Geld im Hintergrund durch, damit Karl V. auf den Thron des Heiligen Römischen Reiches gewählt werden konnte, dass eine einzige Bankfiliale die gesamte europäische Politik auf den Kopf stellte. Diese Männer waren keine Generäle, aber sie entschieden direkt darüber, wer auf dem Thron saß. Gleichzeitig kontrollierten sie den gesamten Kupfer- und Silbermarkt, der für die Waffenherstellung unerlässlich war. Unterdessen war Venedig bereits zur Massenproduktion übergegangen, lange bevor das Wort industrieller Komplex überhaupt existierte. Im 16. Jahrhundert arbeiteten im Arsenal von Venedig Tausende von Arbeitern. Sie produzierten Schiffe und Kanonen am Fließband in einer für die damalige Zeit unvorstellbaren Geschwindigkeit. Und Venedig tat dies nicht nur zur Selbstverteidigung, sie exportierten Waffen in den gesamten Mittelmeerraum an jeden, der zahlte. Die Waffe war nun eine Handelsware, Emtia, und für diese Ware galt das Prinzip, wer bezahlt, schafft an. Zweitens, wo Chaos ist, ist auch Nachfrage. Der Dreißigjährige Krieg, Anfang des 17. Jahrhunderts, erwachte Europa in einem der größten Gemetzel seiner Geschichte. Dem Dreißigjährigen Krieg, 1618 bis 1648. Was im Heiligen Römischen Reich als kleiner religiöser Konflikt begann, entwickelte sich zu einem kontinentalen Wahnsinn, in den Spanien, Frankreich, Schweden und Dutzende deutsche Staaten hineingezogen wurden. Es war das pure Chaos, aber für Händler bedeutete Chaos Nachfrage. Jeder suchte händisch nach Gewehren, Kanonen, Eisen und Schießpulver. König Gustav Adolfs Schweden stieg plötzlich zum größten Eisen- und Waffenexporteur Europas auf. Niederländische Händler verkauften ihre Waren an beide Seiten, völlig ungeachtet von Religion oder Konfession. Neutrale Händler verdienten sich an beiden Fronten eine goldene Nase. Kurz gesagt, in Kriegszeiten neutral zu bleiben, war schon immer ein verdammt gutes Geschäft. Es gibt eine unumstößliche Regel auf dem Schlachtfeld. Die Ideologie treibt die Soldaten an die Front, aber es sind die Verträge, die das Material dorthin transportieren. Als der Dreißigjährige Krieg endete, war Mitteleuropa am Boden. In einigen Regionen war die Bevölkerung um 20% dezimiert, aber seltsamerweise verschwanden die Waffenproduzenten und Finanziers nicht. Im Gegenteil, sie wurden zu den wichtigsten Männern, auf die die Könige angewiesen waren, um zu überleben. Der Krieg war nun im Netz privater Unternehmen gefangen, und diese Verflechtung sollte zu groß werden, um sie jemals wieder zu trennen. Drittens, die Fabriken übernehmen und das Stahlrennen beginnt. Im 19. Jahrhundert änderte sich das Gesicht des Krieges grundlegend. Krieg verlangte nun nicht mehr nur nach Waffen, sondern nach einer gigantischen industriellen Produktion. Napoleon hatte bereits gezeigt, welche Macht die Massenrekrutierung, Levée en masse, besaß, aber die eigentliche Bombe platzte mit der industriellen Revolution. Die Stahlproduktion schoss durch die Decke, Eisenbahnen revolutionierten die Logistik
Sprengstoffe entwickelten sich rasant weiter. Die einst saisonalen und regionalen Kriege glichen nun fabrikartigen Großbetrieben. In Deutschland baute die Familie Krupp Mitte des 19. Jahrhunderts ein derartiges Stahlimperium auf, dass ihr Name fast schon als Synonym für Kanonen und Gewehre stand. Im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 spielten die von Krupp hergestellten Kanonen die Hauptrolle beim schnellen Sieg Preußens über Frankreich. Die industrielle Metallurgie war kein unterstützender Sektor im Hintergrund mehr, sie war der Krieg selbst. In England wuchsen Unternehmen wie Vickers und Armstrong Whitworth zu Giganten heran. Sie verkauften Waffen nicht nur an die eigene Armee, sondern eifrig an ausländische Regierungen, die das nötige Geld aufbrachten. Die Linie zwischen nationaler Verteidigung und internationalem Handel verschwamm zusehends. Waffen wurden nicht mehr in kleinen Werkstätten durch Meister und Lehrlinge hergestellt. Sie wurden von Ingenieuren in riesigen Fabriken entworfen und per Schiff ans andere Ende der Welt geliefert. Und dann betrat Alfred Nobel die Bühne. Mit der Patentierung des Dynamits im Jahr 1867 hob er die Sprengkraft in der Industrie wie auch im Krieg auf ein völlig neues Niveau. Nobel war Chemiker, Erfinder und ein genialer Geschäftsmann. Seine Erfindung brachte den Bergbau und den Bauingenieurwesen enorm voran. Ja, aber sie machte auch die Artilleriegranaten an der Front ungleich tödlicher. Dass er später den Friedensnobelpreis stiftete, war laut Historikern reine Gewissensbisse und der Versuch, sein blutiges Erbe reinzuwaschen. Das war die nackte Ironie. Das durch Sprengstoffe angehäufte Milliardenvermögen durch das Vergeben von Friedenspreisen moralisch zu sanieren. Doch am Ende des 19. Jahrhunderts reichte der Waffenhandel nicht mehr nur aus, um bestehende Kriege zu beliefern, er inszenierte bereits den zukünftigen Krieg. Das Wettrüsten zur See vor dem Ersten Weltkrieg ist der klarste Beweis dafür. Anfang des 20. Jahrhunderts lieferten sich Großbritannien und Deutschland ein Rennen um die größte Flotte der Geschichte. Als die Briten 1906 die HMS Dreadnought vom Stapel ließen, wurden alle anderen Kriegsschiffe der Welt über Nacht zu Schrott. Die Werften schalteten einen Gang hoch, die Stahlproduktion explodierte, die Budgets schossen in die Höhe. Beide Seiten verkauften dies ihren Bürgern als Verteidigungsbudget, aber jeder Schachzug zwang die Gegenseite zu noch höheren Ausgaben. Diese Eigendynamik entstand nicht zufällig, dahinter stand massiver industrieller Druck. Unternehmen sicherten sich Millionenaufträge vom Staat, Arbeiter verdienten ihr täglich Brot durch diese Verträge und Investoren vermehrten ihr Kapital. Die militärische Kapazität hatte sich längst in das Fleisch und Mark der Volkswirtschaften gefressen. Viertens. Der Erste Weltkrieg und die amerikanische Bilanz. Und das Erwartete geschah? 1914 brach das Inferno los. Als der Erste Weltkrieg begann, übertraf das Ausmaß dieser industriellen Brutalität jede Vorstellungskraft. Maschinengewehre, schwere Artillerie, U-Boote, Giftgas, all dies waren Produkte jener vielgepriesenen industriellen Forschungs- und Entwicklungslabore. Die Regierungen richteten die gesamte Wirtschaft auf ein einziges Ziel aus: die Kriegsproduktion. Krupp in Deutschland sowie riesige staatlich unterstützte Fabriken in England und Frankreich produzierten Munition rund um die Uhr. Die USA gaben sich anfangs neutral: Ich wasche meine Hände in Unschuld. Aber das bedeutete keineswegs, dass der Laden geschlossen war. Amerikanische Banken und Unternehmen verkauften den Alliierten, Großbritannien und Frankreich, insgeheim massenhaft Waffen und Munition. Mehr noch, JP Morgan & Co. wurde zum offiziellen Einkaufsagenten Großbritanniens und Frankreichs in Amerika und vermittelte Kredite in Milliardenhöhe nach damaligem Wert. Im Jahr 1917 stand das US-Finanzsystem vor dem Kollaps, sollten England und Frankreich den Krieg verlieren. Es wäre ein Totalausfall gigantischer Kredite gewesen. Als Amerika 1917 in den Krieg eintrat, war dies nicht nur eine Geschichte von Patriotismus, es war astreines Bilanzmanagement. Die Alliierten mussten gewinnen, damit die Schulden beglichen werden konnten. Als der Krieg 1918 endete, war die Ehe zwischen Staat und Privatwirtschaft unumkehrbar geworden. Krieg bedeutete fortan gigantische Budgets, der Verkauf von Kriegsanleihen an die Bevölkerung durch gezielte Propaganda und immense Staatsverschuldung. Jeder war nun ein Rädchen in diesem finanziellen Getriebe. Der entscheidende Paradigmenwechsel war folgender: Früher: ein Krieg begann und endete, er war ein Ereignis. Heute: der Krieg wurde zu einer endlosen Industrie. Die Fabriken schlossen nicht am Tag nach dem Waffenstillstand.
Das aufgebaute Know-how, die Logistiknetzwerke und die Infrastruktur blieben bestehen. Die Fähigkeit, Zerstörung in gigantischem Ausmaß zu produzieren, wurde zu einem festen Bestandteil des Wirtschaftsmodells. Regierungen verschuldeten sich, Zentralbanken passten die Inflation an diese Realitäten an. Unternehmensbosse gewannen an Macht. Arbeiter hingen für ihren Lohn und Investoren für ihre Dividenden am Tropf der Verteidigungsaufträge. Die Sache wurde strukturell und wie du weißt, wenn etwas erst einmal Teil des Systems wird, verschwindet es so leicht nicht mehr. 5. Die Händler des Todes und das Erwachen Amerikas. Als im November 1918 die Waffen schwiegen, erwartete die Welt eine Abrechnung. Kein Wunder. 4 Großreiche waren kollaboriert, 16 Millionen Menschen hatten ihr Leben verloren. Europa war ein Trümmerfeld. Die Menschen dachten, nach diesem Wahnsinn werden sie die Architekten dieses Systems in Stücke reißen. Doch das System wurde nicht zerschlagen, sondern lediglich reguliert. In den 1920er Jahren brodelte in der amerikanischen Bevölkerung der Zorn. Als Anfang der 1930er Jahre die Weltwirtschaftskrise zuschlug und Millionen arbeitslos machte, richtete sich der Blick auf die verdeckten Finanzbeziehungen vor dem Ersten Weltkrieg. Die Frage wurde laut: Mussten wir wirklich in diesen Krieg ziehen oder waren wir nur die Spielfiguren, damit das Geld der Bankiers nicht verloren geht? 1934 setzte der US-Senat das sogenannte Nye-Komitee unter dem Vorsitz von Senator Gerald Nye ein. Ziel war es, die Rolle der Waffenindustrie beim Kriegseintritt zu untersuchen. Die Anhörungen dauerten 2 Jahre. Bankiers und Waffenbarone mussten nacheinander aussagen. Geheime Korrespondenzen wurden offengelegt. Die Presse titelte damals unmissverständlich „Die Händler des Todes", Merchants of Death. Der Vorwurf war glasklar. Unternehmen wie DuPont hatten mit Sprengstoffen Kasse gemacht. JP Morgan hatte den Alliierten über $3 Milliarden zugeschustert. Niemand behauptete, diese Männer hätten den Krieg im Alleingang angezettelt, aber als er erst einmal lief, schufen ihre finanziellen Interessen ein derart mächtiges Machtzentrum, dass die Neutralität Amerikas unmöglich wurde. Es war keine Verschwörung, es war etwas viel Stärkeres. Anreize, Incentives. Wenn deine Banken mit Milliarden im Obligo stehen, verschiebt sich deine geopolitische Haltung unweigerlich. Diese Anhörungen führten in den USA zu einer starken isolationistischen Welle und zur Verabschiedung der Neutralitätsgesetze, die den Waffenexport untersagten. Man wollte diese finanzielle Nabelschnur kappen, aber wie gesagt, Systeme lösen sich nicht in Gerichtssälen auf, sie passen sich blitzschnell an. Währenddessen rüstete Hitler Deutschland im Geheimen wieder auf, die Kruppwerke liefen heiß. England und Frankreich verlagerten ihre Budgets unter dem Deckmantel der Abschreckung erneut in die Verteidigung. Und 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus. Die Zerstörung dieses Mal stellte den Ersten Krieg weit in den Schatten. Obwohl Amerika erneut versuchte, sich herauszuhalten, erklärte Präsident Roosevelt das Land 1941 mit dem Leih- und Pachtgesetz (Lend-Lease Act) zum Arsenal der Demokratie. Noch vor dem offiziellen Kriegseintritt wurden schiffweise Waffen, Fahrzeuge und Munition nach Großbritannien und in die Sowjetunion geschickt. Die Fabriken liefen auf Hochtouren. Automobilstraßen bauten plötzlich Panzer, Flugzeugfabriken explodierten förmlich. Bis 1944 produzierten die USA fast 100.000 Flugzeuge pro Jahr. Das Verteidigungsbudget schnellte von $1,9 Milliarden auf $59 Milliarden hoch. Die gesamte Wirtschaft des Landes wurde auf Kriegsproduktion getrimmt. Und weißt du, was das Tragischste daran ist? Es waren nicht die wirtschaftlichen Reformen des New Deal, die Amerika aus der großen Depression befreiten, sondern diese Kriegsmobilisierung. Die Kriegsausgaben fungierten als gigantisches Konjunkturprogramm, Stimulus. Sie drückten die Arbeitslosigkeit auf Null und reanimierten die Fabriken. Die Blaupause für die unzertrennliche Partnerschaft zwischen Staat und Privatwirtschaft wurde genau hier gezeichnet. 6. Der militärisch-industrielle Komplex. Schrumpfte dieser gigantische Mechanismus nach dem Ende des Krieges 1945 wieder? Nein, denn nahtlos daran schloss sich die Eiszeit des Kalten Krieges an, die Welt hatte Atomwaffen erhalten und damit war nicht zu spaßen. Wer abschrecken wollte, musste permanent bereit sein. Bereitschaft forderte Produktion und Produktion forderte neue Verträge. 1961 hielt der scheidende US-Präsident Dwight D. Eisenhower seine Abschiedsrede und hinterließ eine Warnung, die sich jeder hinter die Ohren schreiben sollte: Der militärisch-industrielle Komplex.
Eisenhower war kein Friedensaktivist. Er war der legendäre Fünf-Sterne-General des Zweiten Weltkriegs. Er kannte das Getriebe in- und auswendig. Er warnte eindringlich davor, dass diese dauerhafte Allianz aus Streitkräften, riesigen Rüstungskonzernen und Politikern die Demokratie und die Politik des Landes kapern könnte. Eisenhower sprach nicht von Männern, die in finsteren Hinterzimmern Pläne zur Weltherrschaft schmiedeten. Er sprach von den systemimmanenten Interessen. Überleg mal, wenn alle Arbeiter einer ganzen Region ihren Lebensunterhalt in einer Raketenfabrik verdienen, wenn diese riesigen Konzerne auf staatliche Aufträge angewiesen sind, um ihre Umsätze zu sichern, wenn der Politiker dieser Region sich im Kongress die Seele aus dem Leib schreit, damit diese Fabrik nicht schließt, um die Stimmen der Wähler zu sichern, dann füttert sich dieses System von selbst. Es braucht keine zusätzliche Verschwörung. Die Zahnräder müssen sich einfach weiterdrehen, um das System am Leben zu erhalten. 7. Die Gegenwart. Krieg als Wirtschaftssektor. Heute ist der Waffenhandel kein Geschäft von Männern mehr, die Fürsten im Mittelalter Schwerter verkaufen. Er ist ein vollständig durchorganisiertes, börsennotiertes, von multinationalen Konzernen geführtes globales Netzwerk. Die USA, Russland, Frankreich, China und Großbritannien thronen an der Spitze dieses Marktes. Laut SIPRI-Daten stemmen die USA fast 40% der weltweiten Waffenexporte im Alleingang. Kampfjets, Raketen, KI-gesteuerte Drohnen werden über Verträge gehandelt, die auf Jahrzehnte angelegt sind. Derzeit liegt das jährliche Verteidigungsbudget der USA bei über 800 Milliarden $. China hat die 200 Milliarden $ Marke überschritten. Die NATO-Staaten versenken jährlich insgesamt mehr als 1 Billion $ in diesem Sektor. Das bedeutet, Krieg oder die Vorbereitung darauf ist keine temporäre Krise, die den Wirtschaftskreislauf unterbricht. Er ist einer der Hauptsektoren der Wirtschaft selbst. Dieser Sektor hat seine eigenen Angestellten, Lobbyisten, Aktionäre, Analysten und Quartalsberichte. Sobald Frieden einkehrt, sinkt der Druck und damit dieser gigantische Einnahmestrom. Das bedeutet nicht, dass Unternehmen Kriege aus dem Nichts anzetteln, nur um Profit zu machen. Kriege entstehen durch Ideologie, Territorium, Sicherheitsbedenken und 1000 andere Gründe. Aber wenn sich diese Maschinerie erst einmal im Herzen der Wirtschaft eingenistet hat, neigt das System dazu, jede Bedrohung zu maximieren, die Budgets hochzuschrauben und strategische Narrative zu befeuern. Finanztechnisch ausgedrückt, der Waffenhandel ist antizyklisch zum Frieden, countercyclical. Wenn Volkswirtschaften stagnieren oder Krisen ausbrechen, rührt niemand das Verteidigungsbudget an, denn es wird stets als nationale Sicherheit unverhandelbar verpackt. Die Verschwundung steigt, Zentralbanken drucken Geld und das Finanzsystem wälzt diese Kosten schlussendlich auf die Bevölkerung ab. Das Fazit: Der Kern der Sache ist folgender: Der Waffenhandel ist nicht von außen in dieses saubere System eingedrungen, um es zu korrumpieren. Er ist vielmehr im Gleichschritt mit dem Finanzsystem selbst gewachsen und gereift. Mittelalter lombardische Bankiers, Bereitstellung von Liquidität, Bargeld für Könige zur Anheuerung von Söldnern. 19. Jahrhundert Familie Krupp, Mechanisierung von Armeen durch industrielle Massenproduktion. 20. Jahrhundert Lockheed / Raytheon-Lobbyismus auf staatlicher Ebene zur dauerhaften Sicherung von Budgets. 21. Jahrhundert multinationale Tech-Konzerne, Steuerung von Cybersystemen und Drohnen über globale Lieferketten. Sie alle sind Glieder derselben Kette. Imperien führten Krieg nicht nur, weil sie Lust dazu hatten. Sie führten Krieg, weil im Hintergrund ein Finanzsystem existierte, das ihnen das Geld und die Kredite bereitstellte und diesen Apparat am Laufen hielt. Wenn Gewalt zu einem finanzierbaren und skalierbaren Wirtschaftssektor wird, hört sie auf, die Ausnahme zu sein und wird zur dauerhaften Norm. Wenn man in der heutigen Welt Inflationszyklen, die Schuldenkarten der Staaten und globale Allianzen verstehen will, muss man auf die Verträge hinter den Budgets blicken. Finanzielle Allgemeinbildung bedeutet nicht nur Aktien zu kaufen und zu verkaufen, sie bedeutet, diese gigantischen, unantastbaren Strukturen unter der Oberfläche zu durchschauen. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.